The Emotional Freedom Technique, or EFT, is one of the most valuable techniques for people to deal with their stress and trauma. EFT ist eine Klopftechnik, die unterstützt, dass Emotionen, die blockiert sind, gelöst werden und ist sehr wertvoll bei Stress und Trauma. The practice consists of using the fingers to tap certain acupressure points in the face and the upper part of the body. Und das funktioniert so, dass wir verschiedene Punkte in unserem Gesicht klopfen, Akupressurpunkte und am Oberkörper. There's several different versions of tapping, and Capacitar uses a version developed by Gary Flint and Gary Craig. Es gibt verschiedene Versionen des Klopfens. Diese Technik basiert auf der Methode von Gary Flint und Gary Craig. These are methods that have been developed by different psychologists who have recognized that tapping helps to balance blocked energy in the body and spirit. Das ist eine Methode, die von verschiedensten Psychiatern entwickelt wurde, weil man festgestellt hat, dass durch dieses Klopfen Emotionen befreit werden können. When we tap a point, it's like putting an acupuncture needle in a point to clear congestion and move energy. Wenn wir auf eine bestimmte Stelle klopfen, ist das wie eine Akupunkturnadel setzen und dadurch wird blockierte Energie freigesetzt. Each of the points is connected with an emotional state. So what we will be doing is tapping a series of points. Also wir werden jetzt verschiedenste Punkte klopfen. The first 2 points are found right over the eyebrows, where the eyebrows begin. Die ersten beiden Punkte liegen genau an dem Beginn der Augenbrauen. These are for crisis and trauma. Und diese stehen für Krise und Trauma. And you'll tap about 9 to 12 times. Und man klopft jedes Mal 9 bis 12 Mal. The second point is where the eyebrow ends. Und der zweite Punkt ist genau am Ende der Augenbrauen. These are points for anger and rage. Das sind Punkte für Ärger und Zorn. Some of these points will be sensitive or hurt. Und einige dieser Punkte können sehr sensibel sein oder sogar wehtun, wenn man drauf drückt. But the more you work the point, it becomes less sensitive and unblocked. Aber je mehr wir diese Punkte drücken, umso mehr können die Blockierungen sich lösen. The third point is under the pupil of the eye, on the cheekbone. Und der dritte Punkt ist genau unter den Augäpfeln auf dem Wangenknochen. These are points for guilt and addiction. Das sind Punkte, die für Schuld und Abhängigkeit und Sucht stehen. The next point, we'll just use one hand right under the nose. Und der nächste Punkt ist genau unter der Nase. This is for crisis, Und das ist auch ein Krisenpunkt. dizziness, Schwindel, strong emotional discharge, starke Emotionen, die auftreten, also for high blood pressure hohen Blutdruck and epilepsy. und Epilepsie. It's the point where 2 main channels of energy connect. Das ist der Punkt, wo sich 2 Hauptmeridiane treffen. The next point under the lips on top of the chin. Der nächste Punkt liegt unter der Lippe in der Kinnfalte. This is a point for shame. Das ist der Punkt der Scham. And many cultures around the world are controlled by shame. Und viele Kulturen sind von Scham belastet. Then make fists and with the thumbs tap about 4 inches or 6 centimeters down from the base of the armpit. Und dann mit einer Faust und dem Daumen klopfe unter der Brust, so auf Höhe der Brustwarze an der Seite. Das sind auch 2 empfindliche Punkte. These points hurt in most people. They're for crisis. Und dieser Punkt tut vielen Menschen weh, wenn man drauf drückt. Das ist ein Krisenpunkt. And then the 2 points right under the clavicles on either side of the sternum. Und dann noch 2 Punkte unterm Schlüsselbein. These are for fear and anxiety. Das ist für Angst und Anspannung und Sorgnis. Also for grief that blocks in the chest. Und auch Trauer, die festsitzt. And then there's one more point if you follow the line across the hand, right at the end of that line on the side of the hand. Und der letzte Punkt ist am Ende der Lebenslinie in der Hand, an der Handkante endend. Some people call this the karate point. Manche Menschen nennen das den Karatepunkt.
And while we're tapping this point, we're going to say a cognitive change to reverse the mental message that we hold that controls our behavior. Und während wir diesen Punkt klopfen, werden wir einen bestimmten Satz aussprechen, um unser Gehirn umzuprogrammieren. This is the method of cognitive behavioral therapy, to change the controlling message in our minds. Das ist sozusagen auch die Ebene, mit der die Bewusstseinstherapie arbeitet, unsere Gehirnströme zu verändern. Und auf Deutsch, Anke? Und auf Deutsch, obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. So we'll say that 3 times. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. So this is the protocol. Das ist der Durchlauf der Übung. And now Anke will lead you through actually applying this protocol to some problem or issue that you might have. Also ich werde dich jetzt durch eine Übung leiten, die sich direkt mit einem Problem beschäftigt oder einer Besorgnis oder einer Angst, die dich plagt. Also ich lade dich jetzt ein, kurz die Augen zu schließen und auf einer Skala von 0 bis 10 dir zu überlegen, ein Problem, wie besorgt oder wie sehr belastet dich dieses Problem. Wenn du eine Zahl zwischen 0 und 3 wählst, das ist eher wenig, oder von 4 bis 6, das ist so eine mittlere Anspannung auf das Problem hin, oder von 7 bis 10 ist eine hohe Anspannung. Und überprüfe, wenn du dieses Thema dir anschaust, wie hoch ist der Grad der Anspannung, der Besorgnis. Und wenn du die Skalierung für dich gefunden hast, dann beginnen wir gemeinsam. Wir machen mehrere Durchläufe und wir klopfen am Beginn der Augenbrauen 9 bis 12 Mal, am Ende der Augenbrauen. Unter den Augen, auf den Wangenknochen, unter der Nase, Kinnfalte, unter den Armen, und an beiden Seiten des Schlüsselbeins. Und dann an der Handkante den Satz wiederholend: Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Lege deine Hände kurz in den Schoß und schließe deine Augen und nimm einige tiefe Atemzüge und überprüfe den Grad der Besorgnis oder Anspannung auf deiner Skala. Ist es weniger oder mehr? Und wir machen es noch einmal. Innenseite der Augenbrauen, Außenseite der Augenbrauen, unter den Augen, unter der Nase, Kinnfalte, unter den Armen, Schlüsselbein beide Seiten,
Und der Punkt an der Handkante, laut aussprechen, obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Lege die Hände kurz in den Schoß und schließe die Augen und nehme einige Atemzüge und komme zurück zu deinem Thema oder deinem Problem und überprüfe den Grad der inneren Anspannung oder Besorgnis. Ist es weniger oder mehr geworden auf deiner Skala? Und wir machen es noch ein weiteres Mal. Innenseite Augenbrauen, Außenseite Augenbrauen. Unter den Augen, unter der Nase, Kinnfalte, unter den Achseln, Schlüsselbein, Handkante, laut aussprechend, obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und lege die Hände wieder für einen Moment in deinen Schoß und schließe die Augen und lass alles los. Und überprüfe deine Skalierung. Ist es weniger oder mehr? Bevor wir diese Übung jetzt zum letzten Mal wiederholen, machen wir miteinander das Switching. Und dafür kreuze die Füße, den linken über den rechten. Nehme die Hände vor den Körper, die Daumen nach unten, rechte Hand über die linke und lass deine Hände ruhen auf deinem Brustraum. Und lege die Zunge von innen gegen die Schneidezähne auf der Höhe des Gaumens, senke die Stirn und komme zu einem sicheren Ort in dir und ruhe dort für einige Atemzüge. Atme ruhig ein und aus und lasse dich vollkommen in diesen inneren Raum fallen. Und dann entspanne die Position wieder, lass deine Hände ruhen im Schoß und stell die Beine nebeneinander. Und wir machen es noch einmal. Innenseite Augenbrauen, Außenseite Augenbrauen. Unter den Augen. Unter der Nase, Kinnfalte, unter den Achseln, Schlüsselbein,
Handkante, laut aussprechend, obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Obwohl ich dieses Problem habe, geht es mir gut und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Schließe die Augen und atme tief ein und aus und lass alles los. Und nach einigen Atemzügen überprüfe den Grad der Besorgnis und Anspannung. Ist es weniger oder mehr geworden? Und wenn du immer noch einen mittleren Grad der Anspannung hast oder hohen, dann fahre ruhig fort und mache das Klopfen noch einige Male. Die Methode des Switchings haben wir nach dem 3. Mal integriert, weil das Switchen nochmal den Umprogrammierungsprozess unterstützt im Gehirn, um diese Emotionen noch besser loslassen zu können.